In den frühesten chinesischen Dokumenten, nämlich vor ca. 3500 Jahren, gab es schon in China Familiennamen. Damals gehörten Familiennamen vor allem der adligen sozialen Schicht. Vermutlich stammten die ersten Familiennamen aus der Muttergesellschaft, so dass sie aus denselben für Frauen stehenden Harika Nü bestehen. Zum Beispiel Yao, Ji und Jiang. Mit den gesellschaftlichen Entwicklungen sind Familiennamen in jeder Sozialschicht verbreitet geworden. So entstanden viele neue Familiennamen. Nach dem aktuellen Zensus des staatlichen Polizeiamts 2019 betragen die 5 größten Familiennamen Festlandschinas Wang, Li, Zhang, Liu und Chen ca. 30% der gesamten Bevölkerung. Wang, Li und Zhang haben jeweils eine Namensträgerschaft von über 90 Millionen und sind daher auch die 3 größten Familien der Welt. Ein statistischer Vergleich. Es gibt ca. 10 Millionen mehr Wang heißende Chinesen als Deutsche. Wenn Sie besser die chinesischen Namen merken und aussprechen möchten, ist es empfehlenswert, die aktuellen, nach der Bevölkerung angeordneten Familiennamenliste zu lesen. Wenn Sie beispielsweise die 100 häufigsten Familiennamen gelesen haben, haben Sie viel weniger Schwierigkeiten mit den chinesischen Namen. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass es in der chinesischen Kultur einen Ahnencode gibt. Und der Familiennamen, den man von seinen direkten Vorfahren bekommt, ist dem chinesischen Volk besonders wichtig. Es gibt oft jemanden, der seinen Vornamen ändert, aber nur selten wird der Familienname gewechselt. Die Sitten, nach dem Heiraten den Namen zu ändern, gibt es in China auch nicht. Für die Mehrheit der Chinesen bleibt ihr Name lebenslang unverändert. In der Zeit der Republik China, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gab es bei Frauen häufiger Doppelnamen. Diese Tradition wird heute in Taiwan und Hongkong beibehalten. Die Hongkong-Präsidentin heißt zum Beispiel ursprünglich Zheng Yue mit der kantonesischen Lesart Zi Yunong. Nachdem sie einen Mann namens Lin geheiratet hat, trägt sie einen doppelten Familiennamen, so heißt sie jetzt Lin Zhengyue. Da manche Familiennamen extrem häufig und die chinesischen Namen generell kurz sind, kommt es oft zur Namensüberschneidung, insbesondere bei den bisyllabischen Namen. Sie wissen, dass die chinesischen Namen original in der chinesischen Schrift geschrieben werden und es viele gleich ausgesprochene Schriftzeichen gibt. Daher unterscheidet man bei Namensüberschneidungen in 2 Fällen: phonetisch identisch und völlig identisch. Nach der Statistik ist der häufigste komplette Name in Festlandchina Zhang Wei, geschrieben in den 2 Zeichen. Es gibt über 290.000 Zhang Wei. Das entspricht circa der Bevölkerung einer mittelgroßen deutschen Stadt wie Augsburg. Ton und die Zeichenform sind daher sehr entscheidend für die Unterscheidung der Namen. Wenn die chinesischen Namen in lateinischen Buchstaben ohne Ton umgeschrieben werden, kann die Wahrscheinlichkeit der Namensüberschneidung 10-fach größer werden. Ich habe so eine Szene erlebt. 3 Deutsche sprachen miteinander über ihre chinesischen Bekannten. Der erste sagt, Yu ist leider zurück nach China geflogen. Der zweite sagt, nein, Yu ist mein Mitbewohner. Und der dritte sagte, komisch, Yu sollte doch ein Mädchenname sein. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Die 3 Deutschen kennen anscheinend 3 verschiedene Yus.
deren Vornamen mit verschiedenen Tonen ausgesprochen und anders geschrieben wird. Aber diese ähnlich klingenden monosyllabischen Vornamen kann verwirren, wer tatsächlich erwähnt wurde. So empfehle ich Ihnen, einen kurzen chinesischen Namen vollständig zu bemerken und zu nennen, wenn Sie viele chinesische Bekannte haben. Ob ein Vorname aus einem oder zwei Zeichen besteht, ist stark von der Mode eines Zitates abhängig. Für den in 80er Jahren geborenen Chinesen wie mich waren beide Formen beliebt. Aber ab den 90er Jahren sind die bisyllabischen Vornamen für eine bessere Namensunterscheidung zunehmend in Mode gekommen. Nach Statistik bestehen die Namen von 84% der heutigen chinesischen Bevölkerung aus drei Zeichen, was bedeutet, dass die bisyllabischen Vornamen die Mehrheit bilden. Ein weiteres auffälliges Merkmal der chinesischen Vornamen ist, dass es kaum Unterscheidung zwischen Jungen- und Mädchennamen gibt. In Sprachen mit Genus, also mit Geschlechtsunterscheidung bei Nomen wie Deutsch und Russisch, macht man normalerweise eine strenge geschlechtsabhängige Trennung bei Vornamen. Hingegen sind die Vornamen in einer Sprache ohne Genus wie im Chinesischen weniger von dem Geschlecht eingeschränkt. Zwar werden manche Schriftzeichen für ein bestimmtes Geschlecht bevorzugt, aber theoretisch gehört kein chinesischer Vornamen einer bestimmten Geschlechtsgruppe an. Nehmen wir den häufigsten Namen Zhang Wei als Beispiel. Das Zeichen Wei bedeutet großartig und wird als junger Name bevorzugt. Aber gleichzeitig gibt es auch über 40.000 Zhang Wei heißende Frauen. Männer und Frauen können beide großartig sein. Anders als die Europäer haben die Chinesen keine Vornamenliste. Wenn ein neues Kind neugeboren ist, suchen die Eltern oft mögliche gute Namen in Zeichenlexika, also die Werkzeugebücher für Schriftzeichen, oder zitieren sie von einer klassischen Literatur. Es ist keine leichte Aufgabe, unter mehreren tausend Zeichen ein oder zwei passende Zeichen auszusuchen. Nach traditionellen Ansichten hängt das Schicksal mit dem Vornamen zusammen. Vor einem Vornamen kann man auch sehen, was die Eltern von ihrem Kind erwarten. Zum Beispiel heißt mein Vater Zhi Wei. Zhi bedeutet Wille und Wei großartig. Denn meine Großeltern hofften, dass er ehrgeizig werden könnte. Meine Eltern haben mir den höchsten bedeutenden Namen gegeben, denn sie wünschten, dass ich bei Schwierigkeiten immer stark bleiben kann. Da man im Chinesischen am häufigsten den vollständigen Namen ruft, muss ein Vorname mit dem Familiennamen zusammen berücksichtigt werden. Zum Beispiel heißt eine Figur aus einer bekannten Komödie Hao Jian. Jian bedeutet begründen und ist im Prinzip ein guter Vorname. Aber Hao Jian zusammen klingt wie ein abwertendes Wort mit der Bedeutung sehr billig. Im realen Leben wäre es sehr quälend, weil jemand so heißt. Außerdem ist Chinesisch eine Tonsprache. Ein Name mit abwechselndem Tonverlauf klingt schöner. Aber wenn ein Name aus zwei oder drei nur im dritten oder vierten Ton ausgesprochenen Zeichen besteht, geht der Name nicht leicht von der Zunge und ist unangenehm für die Ohren. Wenn Sie selbst auch einen chinesischen Namen haben möchten, sollten Sie das auch berücksichtigen. Die Bestimmung der Vornamen ist nicht völlig frei. Die Nachkommen mancher Familien müssen nach einem festgelegten Generationskennzeichen benannt werden. Die Vornamen der Geschwister sind deswegen gleich lang und haben häufig einen identischen Teil. Die bisyllabischen Vornamen der Geschwister teilen sich ein gleiches Zeichen. Meistens ist das
ersten Zeichen des Vornamens, nämlich das Mittelzeichen des Komplettnamens, gleich. Wenn die Vornamen der Geschwister monosyllabisch sind, bestehen sie oft aus einem gleichen Hadika. Die kaiserlichen Familien der Ming- und Qing-Dynastie behaarten am strengsten das Generationskennzeichen. Der letzte Kaiser der Ming-Dynastie zum Beispiel hieß Zhu Youjian, sein Bruder Zhu Youxiao und sein Cousin Zhu Youlang. Schauen Sie Ihre Namen in Zeichen an und Sie sehen, dass die Dateinamen über 80% identisch sind. Zhu ist der Familienname der Ming-Kaiser, You war das von Vorfahren festgelegte Generationszeichen und das identische Hadika für Baum ist eine weitere Regel für die Namen dieser Generation. Deutsche Geschwister haben nach dem Heiraten kaum identische Namen. Meine Schwester und ich dagegen sind bei den Namen lebenslang zu 75% identisch. Die anderen können auch von unseren ehrlichen Namen bemerken, dass wir gleichstämmig sein können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Video mögen, hinterlassen Sie bitte einen Daumen hoch oder teilen Sie es mit Ihren Freunden. Wenn Sie sich für einen chinesischen Namen entscheiden möchten, können Sie auch gerne Kommentare schreiben. Gerne gebe ich Ihnen dort Vorschläge.